Schärfer, hä? Viel hilft viel. Das ist ja wohl die Höhe. Heute mache ich einen Frühlingsservice und ein paar kleine Anpassungen am 77 Bomber. Also, heute möchte ich euch den 77 Bomber mal näher bringen. Den habe ich vor einem Jahr gemacht für den Kunden. Und zwar ist das zusammengewürfelt. Das ist so ein bisschen aus 2 Töpfchen eine. Also aus 2 heisst, die ganzen Anbauteile wie Schutzblech, Tank und Gabel ist von einem Töpfchen, von einem Herkules. Und der Rahmen, das ist ja der gleiche Rahmen, wie ihr schon kennt vom Nickel-Gold-Projekt. Das sind einfach wunderschöne Rahmen aus den 50er Jahren. Und der hat absolut traurig drin gesehen, oder? Wie sieht es da dort über? Kannst du mal rüberschwenken? Dort hat es natürlich eine brutale Sache dran gehabt. Tank, Motor, alles komplett zur Sau, oder? Also das Einzige, was wir wirklich noch brauchen konnten, war der Rahmen. Das habe ich natürlich einfach extrem angepasst. Er musste oben runterkommen, so ein bisschen einen Lowrider daraus machen. Einfach so ein bisschen Racing-Style, ja. Dann dazu mit dem dunklen Old British Racing Green. Also nicht einen zu grossen Kontrast geben. Das Einzige, was ins Auge sticht, ist natürlich die beige Fläche. Mit dem Kunst im Jahrgang drauf. Was haben wir noch? Die Schutzbleche sind ja auch sehr anfällig auf Vibrationen. Das ist der grösste Feind eigentlich von einem Töpfchenbauer. Allgemein, Vibration ist einfach immer ein hoher Fluch. Das kann dich recht verarschen. Darum packe ich grundsätzlich all die Blechteile immer zwischen den Kunststoffscheiben ein. So kann man es ein bisschen minimieren, aber ganz weg bringt man es natürlich nicht. Weiter haben wir hier die ganze Front, einen sehr tiefen Lenker mit dieser schönen Herkules-Gabel. Sehr elegant, zum Fahren natürlich hammermäßig. Sie ist robust, sie ist gefedert, das ist wirklich absoluter Traum. Peng! Sigi! Lieferant! Der Lieferant, schau. Also weiter kommen wir natürlich zu dieser ganzen Geschichte mit der Fußbremse, mit der Fußrasteranlage. Schön mit Stängelbremse. Das sind Röhrli, Bogen vom Rahmen bis unten an Ständerhalter rankommen. Dann die ganze Geschichte hier ist von Hand gedreht, das Mittelstück. Dann die Fußraster 66 fucking Heroes. Motor, ein 3-Gang, Fahrtwindkühlte mit dem 4-Gang-Zylinder. Dann die rein sind quasi auch aus 2 Motoren eine. Die ganzen Innereien sind von einem LKH Kickstarter-Motor. Das heisst, Getriebe einfach in den alten Motor gemacht. Dann 17er Vergaser. Hat ordentlich Wumms. Höchstgeschwindigkeit steht auf dem Tank. Jetzt machen wir an dem so einen kleinen Frühlingsservice. Der ist jetzt ein Jahr gefahren mit dem. Das heisst, ich mache einen Ölwechsel auf jeden Fall, mache eine Motorwäsche. Dann tue ich die Hebel ersetzen durch spitz zulaufende Vollgusshebel. Weiter haben wir jetzt genau ein Beispiel Vibrationen. Der Kettenschutz ist jetzt hier unten gerissen. Den tue ich ihm natürlich wieder verschweissen. Und dann machen wir natürlich noch eine ausdehnte Testfahrt, einfach um das Ganze wieder ein bisschen am Frühling gewöhnen. Dann ist der für ein Jahr wieder vor. Ja, mir blüht natürlich immer das Herz, weil es ist halt einfach etwas abgegeben, wo man halt ein bisschen, ich will fast schon sagen, eine Beziehung dazu aufgebaut hat, oder? So, jetzt ist aufgehört mit Jammern. Jetzt fangen wir an. Also, jetzt tue ich da zuerst mal das Öl ablassen. Ölwechsel macht natürlich Sinn, wenn man jetzt gerade wieder den Motor komplett neu gemacht hat. Nach einem Jahr das sicher mal zu machen. Und man sieht jetzt das Öl, das ist sehr schön honigfarbig noch. Das kann man jetzt natürlich testen, ein bisschen auf den Finger. Ja, geschätzte 500 Kilometer, sehr gut warm gefahren. Das merkt man ganz klar im Geschmack. Es hat dann nicht so einen metallischen Gau. Jetzt lassen wir das ein bisschen austropfen. Dann natürlich wieder das wichtigste Mittel im Haus. Weil man sieht, das ist ja der halbe Wald dran, gerade am Vergaser da rundherum und so. Wieso ist jetzt die leer? Je mehr Leute, umso schlimmer wird es. Aber man sieht natürlich, das wird natürlich alles gerade wieder absolut seidefein. Einfach natürlich wie alles im Leben, nicht übertreiben, dass nicht die Zündung läuft etc. Oder da direkt im Vergaser spritzen. Und deshalb empfehle ich halt nur Bremsreiniger, weil Bremsreiniger verdampft. Immer natürlich eine Zeit warten nachher, bis das Zeug wieder völlig verdampft ist. Dann vorsichtig runterblasen. Was wir jetzt noch machen, ist den Kettenschutz wegnehmen. Um das Ding ausfädeln. Wunderbar. Da haben wir das gute Stück, oder? Da sehen wir jetzt, da haben wir die Einbuchtung gehabt.
Und das ist halt genau das Problem. Und darum mache ich jetzt hier mit dem 3 mm Schweissdraht mache ich circa von da hinten über den ganzen Bügel bis etwa da oben mache ich dann mit Draht eine Verstärkung am Rand, dass das nicht mehr passiert. Dann tun wir noch schnell da hinten ein bisschen rausspülen. Das sind natürlich Orte, wo man nicht gerade dazukommt. Wenn man das halt von Zeit zu Zeit wieder mal sauber macht, schadet das definitiv nicht. Jetzt tun wir hier die ganze Kettengeschichte ein bisschen schmieren. Kettenpflege ist natürlich auch ein Thema, das geht auch sehr gerne vergessen. Die meisten machen natürlich erst etwas an der Kette, wenn die Vögel kommen, wenn sie anfangen zu zwitschern wie verrückt. Du wegen dem Mädchen da. Wie bringe ich das Lager raus? Du musst prügeln, die Büchse müssen ein bisschen auf die Seite. Ah. Ja. So, wo sind wir gewesen? Gut. Wir müssen sowieso ohne Kettenschutz dann heute ein bisschen fahren, weil, wenn ich das geschweißt und alles, wird das sehr schlagiert. Leck, da siehst du ja nichts mehr durch. Wie neu. So, man sieht, man bringt natürlich unheimlich schön den Lack weg. Natürlich zum Teigschweissen unerlässlich. Das war's schon. Gut. Wir das noch mal ein bisschen abbürstchen. So, wir nehmen es natürlich schon ein bisschen stehen von dieser Schweissnaht, dass das sicher hebt. Jetzt fangen wir an, den Draht anzupassen. Das ist natürlich eine spezielle Form. Schärfer, Viel hilft viel. Aber ist das eigentlich kaum heben. Gut, wir fangen nochmal an. Also, das war jetzt nichts. Das ist jetzt irgendwo, bei einem von diesen Bögen ist das in die Hose. Wir machen jetzt das nochmal. Klemmen. Immer schön ruhig bleiben. Genau dort, genau dort. Aber nicht zu viel. Da ist doch ein Gerüttel. Oh, das habe ich dann gerne so Sachen. Das liegt mir einfach nicht so. Ja, das sehen wir, das ist nicht schlecht. Jetzt müssen wir schnell am Anfang ein bisschen punkten. Ja, siehst, jetzt sieht es nämlich schon viel besser aus. Jetzt kann ich ihn da noch ein bisschen drücken. Wenn er warm ist, ist er auch schön weich. So. Ich gebe jetzt denen noch ein paar Punkte mehr, aber das ist natürlich eine geile Verstrebung. Macht es natürlich gerade unheimlich stabiler an diesem Ort. Das reicht. Jetzt tun wir jetzt ein bisschen abkühlen und dann tun wir das sauber verschleifen. Gut. Dann passen wir noch die schönen vollgussspitzigen Hebel, Brems- und Kupplungshebel passen wir jetzt an. So. Es gibt natürlich viel feinere Optik und der Bremshebel ist gar kein Thema. Den können wir einfach anschrauben. Hören, die zwei Pläuschen da. Da ist Film, sollte hier laufen. Da wird geschafft. Ja. Siehst du nur? Ja, ich sehe, ich bringe den Huren Mark nicht mehr los. Ich plempel ein wenig mehr. Da in der Werkstatt rum. Jetzt muchelt da. Das ist ja, was? Muchelt überhaupt nicht. So, jetzt müssen wir das da ein bisschen einstellen. So. Schnallt schön zurück. Jetzt kommen wir natürlich zu der Kupplungsseite. Das müssen wir ganz leicht anpassen, weil wir sehen, da ist der Hebel außen drauf und auf der Kupplungsseite ist er drin. Und wie wir jetzt hier sehen, genau das muss weg. Wie wir es gelernt haben, da. So, jetzt nehme ich da hinten zum Abschluss machen herumpfeilen. Käntchen nehmen. Voilà. So. Also, das ist natürlich ein Traum. He? So, es ist schön parallel. Wir haben hier vorne keine Luft mehr und laufen tut das seitenfein. Tipptopp, spielfrei. Jetzt das Teil, das ist da zwischendrin und das sorgt dafür, dass der Gang in Position bleibt. Das ist natürlich auch, das muss natürlich genau passen und das machen wir 13. Ich weiss natürlich auch, dass es hier kein Anreisswerkzeug ist, aber im Aluminium ist das nicht so tragisch und es ist einfach praktisch, oder?
Das ist jetzt natürlich das Wichtigste, dass es da schön drin ist. Haben wir jetzt per Zufall hammermäßig verwünscht. Jetzt hänge ich die ganze Geschichte wieder rein. Optisch sehr schön finde ich. Ist natürlich relativ heikel. Das ist Aluminiumguss. Wenn irgendetwas drauf geht, wenn der Hobel umgeht, dann bricht es natürlich sehr schnell. Und dann würde ich sagen, gehen wir eine Runde touchen. Was meinst du? Ja? Kommt schon. Wir geben dem aber noch schnell ein bisschen Zeit. He? Ich freue mich. Gehen wir auf den Ride. Die Hose nur ziehen. Bei diesem Hobel wollte ich immer einen Fuß schalten. Nein, Benzinhahn. Benzinhahn zulassen, ich hole aus. Ja, man sieht schon, es ist eng, es ist tief, es ist tief. Also, ich würde sagen, let's go! Whenever you're lonely, just pick up the phone and call me. I'll be there. Girl, let me show you, you're my one and only, like I told you. I'll be there. Whatever tomorrow may hold, I know you're the one for me, child. And when Ich muss auch sagen, es ist einfach schön, wirklich. Es ist so bequem zum Hocken, es ist einfach ein Traum zum Fahren. Es passt einfach alles, Position. Es ist sehr strikt, es ist wirklich geil zum Fahren. Also ich bin ein riesen Fan, passt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich fahre jetzt noch mit einem Umweg nach Hause.